Hi guys, I will show you step by step today again and how I make my just a quick art journal page. I have only a tiny bit of time, but I want to do something. I need my 5 minutes in my studio, so that's what I do. That's actually I make a piece, put paint on, and I take the paint off with a piece of paper. So, and I'm left with this nice piece of paper with a print on it, and that's what I use to work on with it and show you. The other piece here you will see at a different time, I think, and it's now just for the background I made. And that's another thing you can make, or a lot of you have tons of these backgrounds laying around, and they are just ideal for this quick art journal pages, to just get this urge of arting out. So this background, it's a very thin paper actually, very thin copy paper, whatever. And of course I need to make that stronger. First of all, I dry it properly. It's a bit warped, you can see that. And then I put it onto a cardboard heavy paper with my liquid acrylic varnish hier, and then I can work on it. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute wieder ein Step-by-Step zeigen, wie man in ganz kurzer Zeit, wenn man also nicht viel Zeit hat, einfach seine 5 Minuten im Studio trotzdem braucht und ein fertiges Stück machen kann. Weißt du, immer nur 5 Minuten mal ins Studio, wenn man wenig Zeit hat, um dann nichts fertig zu kriegen, ist auch blöd. Das ist so unbefriedigend. Aber das geht. Ich meine, diese Hintergründe, die ich gerade gemacht habe, ich mache da gerade ein Stück und habe dann immer die Farbe abgenommen. Hier, das ist einfach so ein Stück Kopierpapier, ganz dünnes. Diese Hintergründe, die haben wir ja alle irgendwo rumliegen, tonnenweise. Und die sind ideal, um einfach mal so ganz schnell was aus seinem System rauszukriegen. Und dieses hat jetzt ganz viel weißen Hintergrund, ganz viel weiß und diesen White Space. Und mit diesen knalligen Farben und das liebe ich so sehr. Und in dem Fall braucht es dann gar nicht mehr, weil die Farben so knallig sind und so kontrastig sind, dass mehr würde hier jetzt viel zu viel sein. Und deswegen lasse ich es hier, habe sehr viel Weiß drumherum, was ich auch sehr gerne mag. So, als nächstes nehme ich natürlich einen Kontrast, das ist schwarz und Stempel in schwarz, und zwar einfach, was du willst. Worauf du Spaß hast, sollte natürlich schon ausbalanciert sein, das ist ganz klar. Aber worauf du Spaß hast, was du gerade so rumliegen hast, was du gerade greifen kannst, ohne viel Zeit zu verlieren. Es bringt nichts, sich dann die 5 Minuten noch damit kaputt zu machen, dass man in seinen Schränken wühlt, was könnte ich jetzt benutzen. Ich hatte jetzt einen von diesen Harlequin Stanzen, Ausstanzungen, ausgestanzten Harlequins, so, hatte ich übrig und habe jetzt noch einen zweiten gemacht. Hatte dann noch so ein Hühnchendraht, hatte ich auch noch rumliegen. Jetzt wollte ich mal gucken, welches sieht besser aus. Mir hat aber das Harlequin hier besser gefallen, oder Diamant, was auch immer, Form, und klebe das jetzt auf beide Ecken. Hier auch wieder der ganz dunkle Kontrast. You know, you saw me using stems, and that's, I have this really colorful, this colorful colors, yeah, this colorful paint in the middle and a lot of white. And I think in this case, it's okay. It's definitely what it needs. A lot of white with this colorful paint. It can get easily too much. And then I started with stamping and with black ink, of course, to get this contrast. And it doesn't really matter what you stamp. Don't bother to look in your drawers for hours. What can I use? Just grab something what's nearby. That wouldn't make sense otherwise, to have this 5 minutes in your studio. Don't waste your time with looking and thinking. Just go for it. Grab the next thing what's laying on your craft table, or what you can reach in a convenient way. So that's easy. I had this die cuts laying around, and had to make a second one because I wanted to have it in each corner.
and that's what I did in black as well, just for the contrast. And then, have the sequences here, tons of them, never used them, and I thought in this case that would be perfect little finish. And that's it, actually. The little word I put down here is Mauerblümchen in German, and that means a wallflower. We all know that. Say the same in German. So, ich habe dann jetzt hier diese Sequence, diese Dinger, diese Paillettendinger, da habe ich so tonnenweise von, die habe ich jetzt noch dazu genommen. Ich denke, das ist so ein ganz perfektes Finish noch dafür. Da sollte jetzt nicht mehr drauf, aber eine Kleinigkeit fehlte noch und dafür sind die dann perfekt. Das Wort Mauerblümchen hatte ich auch noch rumliegen. Ich habe ganz viele Wörter rumliegen, die schon fertig sind, die ich dann benutzen kann, wenn ich was brauche. Das ist immer ganz ideal, wenn du mal Zeit hast, die einfach zu machen, auszudrucken, die Wörter auszudenken und die dann liegen zu haben. So, und das war's dann eigentlich schon wieder. Ruckzuck ein bisschen schattierig hier noch mit Grau und das war's schon. Einfach um noch ein bisschen tiefer reinzukriegen, Dimensionen. Aber das ist schon der Close-Up. I did some gray here lines just to get some dimension down. It's a bit of shading. And that's it. You can see it didn't take me long and absolutely satisfying. So thanks a lot for watching, guys. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be so very much appreciated. I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay healthy, be careful out there. Never forget to stay creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir noch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar. Würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder in meinem nächsten Projekt. Bis dahin bitte bleibt gesund und vorsichtig, aber vergesst niemals kreativ zu sein. Also in dem Sinne, macht's gut. Tschüssi.